Willkommen zurück zu einem kleinen Update. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo, Tutorial, die Regeln, wie es funktioniert, hänge ich wieder ans Ende des Videos. Das sind die Stocks, über die wir heute reden werden, und wir fangen gleich mit den Memes an. Wir fangen heute gleich wieder mit Cores an. Generell, ich mache das heute wieder so, ich werde Cores, AMC und GME zusammentun. Ganz einfach deswegen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir glauben, sie sind noch immer synchronisiert, dann fängt nicht Squeeze zumindest nicht einer alleine, sondern alle zusammen. Ja? Ich gehe allerdings auch darauf ein, was es bedeutet, wenn sie nicht mehr synchronisiert sind. Weil, wie ich in den letzten Videos schon gesagt habe, die einzige Synchronisation, die wir bis jetzt hatten in allen dreien, war 2021, 2024 im Mai und ganz wenig 2025 im Mai. Da waren sie synchronisiert. Sie waren nicht davor synchronisiert, also vor 2021. Sie waren nicht dazwischen synchronisiert. Und wir haben halt absolut keinen Beweis, dass sie jetzt noch immer synchronisiert sind. Kann sein, kann nicht sein. Jeder, der sagt, sie sind hundertprozentig synchronisiert, möge mir bitte erklären, warum. Ohne das Wort sie oder Hedgeschwarz zu verwenden. Ja. Ähm, Heute, wir gehen nur ganz klein wenig drüber, wen die ganze Geschichte interessiert. Ich hänge euch wieder das geupdatete große Roadmap-Video drüber, da reden wir wirklich über alles. Ich möchte das Video nur so kurz wie möglich heute. Und generell, wir gehen heute nicht einmal übers Fractal drüber, sondern einfach nur, was Cause vor jedem Squeeze, also vor seinem eigenen Squeeze gemacht hat. Wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, ich erwarte mir noch immer, dass Cause runterfällt auf 3,11. Allerdings ist das kupft wie katscht. Ja? Weil, ob wir jetzt drüber streiten wollen, dass 3,40 genug ist für das V, für das Low oder 3,11, okay. Ja? Für meine Regeln, ich würde mir erwarten, dass es 3,11 ist. Ich bin auch damit hier zufrieden. Ja? Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, ich bin der Meinung, dass Cause noch nicht fertig ist. Selbst wenn das hier das Low, ich rede von dem hier, selbst wenn das hier das Low am 26. August war. Warum? Ich habe das ja versucht in den Kommentaren schon zu erklären. Wir schauen uns einfach an, was hat Cause vor jedem Squeeze gemacht. Ja? Hier war das Allzeit-Low am 19. oder 20. März 2020. Ihr seht, wir haben hier das V gemacht, wir sind runtergeknallt und sind instant rausgegangen. Ein V. Ja? Runter, Knall rauf, ole. Aber was hat Kors danach gemacht? Kors hat danach ein Higher Low gemacht. Ja? Natürlich 2020 war es noch langsamer, weil das Volumen noch weniger war. Da hat Kors auch noch sein A gemacht, bevor es gesqueezed ist. Ja? Aber das Wichtigste ist, der Trend Change hat angefangen mit einem Higher Low. Das war 2021. 2024, weil dann langsam mehr Volumen reingekommen ist, sieht man so schön, hier habt ihr nur Punkte, hier haben wir schon langsam ein paar mehr Linien. Ja? Sind wir auch zu einem Low runtergeknallt und haben dann wieder ein kleines Higher Low gemacht. Ja? Dieses kleine Higher Low hat damals 2024 genau 15 Tage gedauert. Das einzige Mal, wo Kors kein Higher Low gemacht hat vor einem Squeeze, war 2025. Ja? Hier ist der Mai, Juni, Juli Squeeze in 2025. Ja? Nun muss man eins dazu sagen. Ihr seht es hier, wir hatten hier ein V. Ja? Das hier wird höchstwahrscheinlich unser kleines A gewesen sein. Ja? Und das unser C und das B ist in dieser Kette drin. Der Unterschied zu diesem kleinen Squeeze, zu unseren Main Squeezes 2021 und 2024 ist, dass das Intratrend ist. Das war kein wirklicher Squeeze. Auch bei AMC und GME. Es war zwar eine schöne Kerze, ja, sie sind gemeinsam gelaufen, aber meiner Meinung nach kann man das nicht als Squeeze ansehen. Ja. Deswegen ist es mir hier eigentlich scheißegal, ob da ein Higher Low war oder nicht. Die einzige Sache ist nur, mir ist es hier nicht egal. Ja.
Gehen wir ein bisschen runter mit den Timeframes. Sagen wir, das hier war unser W. Ja? Gehen wir noch weiter runter. Sehen wir was Gescheites. Nein, wir sehen nichts gescheit, weil er nicht einmal ein Volumen da ist. Natürlich könnt ihr jetzt der Argumentation folgen, okay, dann könnte ja das hier ein Higher Low sein. Ja, Problem, was ich halt nur habe, dieses Higher Low ist gerade mal einen Tag alt. Ja. Man sollte jetzt nie scalen. Ja, also man sollte nie sagen, okay, 2021 oder 2020 hat das wie 65 Tage gedauert. 2024 hat es nur 15 Tage gedauert. Vielleicht reicht jetzt ein 2 Tage Higher Low. Ich meine, dieser Meinung könnte man sein. Ich muss es nur zumindest sehen. Ja? Also ganz ehrlich, selbst wenn wir nicht runter zu 3,11 gehen, bin ich noch immer der Meinung, wir machen sowas bis in den Ende September, ja, frühestens. Ja. Und dann können wir einen Ausbruch sehen. Wäre super. Ja. Einfach nur, wenn wir die Regeln von den letzten 6 Jahren respektieren. In dem Fall sehe ich einfach, dass Kurs für mich persönlich, selbst wenn das Low jetzt schon da ist, nicht fertig ist. Wenn sie jetzt aber synchronisiert sind, Kurs, AMC und GME gemeinsam laufen, aber Kurs nicht fertig ist, dann sind die anderen 2 auch nicht fertig. Ja? Wenn keine Synchronisation da ist, dann scheißen wir drauf. Ist okay. Ich bin auch voll dafür. Ja, wie gesagt, wir haben keinen Beweis dafür. Wenn keine Synchronisation besteht mehr, muss ich zumindest noch immer sagen, braucht Kurs noch ein Higher Low. Ja? Ob das jetzt 65 Tage dauert, ob das jetzt 15 Tage dauert, ob das jetzt vielleicht nur nächste Woche dauert, müssen wir sehen. Aber dann kann Kurs gehen. Und wie gesagt, auch schon in den letzten Videos, auch im großen Roadmap-Video, ich gehe von was Großem aus. Ja, also wenn Kurs, wenn das bullische Fractal stimmt, dann sind das keine langsamen, kleine Moves. Aber ich erwarte mir doch ein Higher Low. Das ist Kurs. Jetzt schnell zur EMC. Auch hier wieder, wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, wenn ihr meine Preisziele und so weiter sehen wollt und so weiter und so fort. Ich verlinke wieder das Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben. Ja, und diese Woche, bis jetzt zumindest, für die Memes zumindest, war einfach nur absolute Scheiße und Fahrt bis geht nicht mehr. Ja. Wie gesagt, wir haben ja 2 Varianten hier, ja, wenn wir die absolut bärische Variante hinausnehmen. Aber unsere 2 bullischen Varianten, ich glaube, das letzte Video war irgendwo hier. Ja. Ganz ehrlich, das da ist Bullshit. Ja. Kann ich nur sagen, weil der Markt, der generell SPY und Nasdaq und IWM sitzen jetzt auch gerade an ihrem Entscheidungspunkt. Ich glaube, wir werden sogar hoffentlich morgen eine Antwort bekommen drauf. Ja? Entweder diese Rallye geht weiter oder es geht sehr tief nach unten. Aber ganz ehrlich, das war bleh. Für die bullische Variante, für die mega bullische Variante, wie auch immer wir es nennen wollen, ja, ist dieser Pullback hier fertig. Und das hier am 18. August 2026 bei $2,32 war der niedrigste Punkt, den wir, ich würde sagen, in den nächsten Monaten sehen werden. Ja? Bedeutet auch, dass das hier unser kleines A war. Ja, schöner 0,5 Pullback. Das war unser kleines B, auch mit einer 0,5 Pullback. Ja, der Peak war jetzt vor 2 Tagen, am 26. August. Und wir sollten langsam eine Entscheidung treffen. Ja, ich meine, keiner von euch und auch ich wird nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in alle Ewigkeit das machen werden. Das spielt sich nicht. Ja. Das ist jetzt gerade eine Consolidation Zone.
Ja? Äh, das Fractal muss jetzt sich langsam entscheiden, machen wir das oder das. Ja? Das geht nicht in alle Ewigkeit so weiter. Ja? Ähm, und man muss halt auch eins zu sagen, wenn wir uns unsere vorigen Bs anschauen, ja, ähm, das war das hier und das war das hier. Ja. Es war vertikaler da unten, aber das sind halt 0,5 Pullbacks. Somit dieser 0,5 Pullback hier passt auch. Ähm, für die bullische Variante muss ich ehrlich sagen, wir sollten langsam hinaufgehen. Das Einzige, was mich hier gerade wirklich stört, ist, wir haben jetzt schon zum 4. Mal versucht, 2,75 zu brechen. Ja? Normalerweise, das hat jetzt nichts mit meiner Methode zu tun, normalerweise, wenn man sagt, man tut jetzt schon sein 4. Mal seinen Kopf an diese Resistance Lines hier hämmern, wird es langsam bearish. Ja? Kupft wie katscht, vor allem, wenn wir heute über GameStop reden, ja? Wäre morgen und Montag, ja, die perfekte Möglichkeit, hier wieder aufzubrechen. Ja. Wie ich auch im großen Video gesagt habe, wenn wir dieses Fractal hier nehmen, ist die einzige Frage, die wir haben, sind, weil ich bin noch immer der Meinung, wir sind genau hier, in diesem Bereich, ja, gappen wir. Und mit gappen meine ich, wir gappen über den 22. und den 20. Jänner und fangen wir an, unseren großen ersten Part als Squeeze von 2021 zu machen. Das würde aber auch bedeuten, wenn Synchronisation besteht, dass GameStop auch läuft und das Cause auch läuft. Ja? Wenn die Synchronisation nicht besteht, ja, weil es keinen Beweis gibt, scheiß auf alle beide anderen. Scheiß auf GameStop, scheiß auf Cause, dann gapt AMC rauf und wir sind alle glücklich, zumindest die AMC-Shareholder. Wenn Synchronisation noch immer besteht, Cause nicht fertig ist, GameStop nicht fertig ist, AMC aber hinaufgehen muss für die bullische Variante, bleibt es die einzige Möglichkeit noch, dass wir halt den 20. und den 22. Jänner machen. Diesen Move. Der sollte uns raufschießen zwischen 4,50 und $9. Auf jeden Fall unter den Mai 2024. Und noch einmal, wenn wir das machen, meiner Meinung nach wird dieser Pullback bis Jänner dauern. Aber zumindest können wir hier Geld machen. Ja, sei auch dazu gesagt. Wie das jetzt hier ausschauen würde und nicht in der Vergangenheit, das würde halt wahrscheinlich irgendwas in diese Richtung hier schauen. Pullback, Sienna und dann gappen wir. Ja. Das wäre die bullische, mega bullische Version. Ähm, die bullisch-bärische Version, ja, die habe ich auch letztes Mal schon gezeigt, das heißt einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. In dem Fall, ja, ist das hier noch immer M. Ja. Und dieser Pullback hier ist noch nicht fertig. Ja. In dem Fall ist auch das V noch nicht fertig. In dem Fall müssen wir auf jeden Fall unter 2,32. Ja. Werden dann wahrscheinlich noch ein klitzekleines T machen. Habe ich auch schon letztes Mal gezeigt. Und unsere Bounce-Level sind 2,22 und 2,06. Auch für das sollte EMC sich jetzt langsam entscheiden. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir das bis in alle Ewigkeit machen. Ja. Ich muss allerdings halt auch sagen, ja, das, was wir jetzt gerade machen, ist komisch. Ja. Ähm, weil ihr seht hier, das letzte M, das ist hinaufgeschossen und sofort hinuntergeknallt. Das M davor, ja, man könnte es sogar mit dem M hier vergleichen. Ja. Auch hier sind wir die ganze Zeit rauf, runter, bis es uns hinuntergeknallt hat. Das war ein bisschen schneller. Ja. Und auch das kleine M vor dem großen M hier
war ziemlich sideways, bevor wir runtergeknallt sind. Jetzt ist mir schon klar, man könnte das Gleiche für dieses B hier auch sagen, wenn ihr mir das sagen wollt. Ja. Das Problem bei der Sache ist nur, das war das Peak. Wir sind ja eigentlich schon fertig für die bullische Variante. Wir müssten also auch hier sein. Und da haben wir kein zur Seite gegeben. Wir hatten auch, ja, man könnte sagen, man hätte hier ein Sideways. Dieses Movement, muss ich ehrlich sagen, ist derzeit ein bisschen eigenartig. Das Einzige, aber nicht eigenartig, dass man es nicht tracken kann, weil wir haben unsere eindeutigen Levels nach unten und nach oben. Ich glaube einfach nur, das ist daran geschuldet, dass der ganze Markt derzeit auf eine Entscheidung wartet. Ja? Im Prinzip, es ist mir scheißegal, ob jetzt, also für meine Plays, für SPY und Nasdaq ist es nicht egal. Aber im Prinzip ist es egal, ob mir jetzt Nasdaq und SPY nach oben schießen oder nach unten schießen. Ich habe jetzt schon im großen Video gezeigt, dass 2021 ist SPY runtergegangen, 2024 hat SPY nicht interessiert und 2025 hat SPY auch nicht interessiert. Deswegen, ob jetzt der Markt crasht oder seine letzte Bull Rally hinlegt, ist für EMC und Gini meiner Meinung nach egal. Aber die letzten 2 Wochen ist einfach nur warten. Ja. Auch für SPY. Also irgendetwas kommt jetzt. Ja. Ob es jetzt nach unten ist oder nach oben, müssen wir sehen. Ich würde sagen, uns interessieren nur Levels. Ja. Und wie beim letzten Video schon gezeigt, alles über 2,94 Cent ist zu hoch dafür, dass das hier M ist. Wenn wir dieses Level hier brechen, sollten wir auch $3 brechen und sollten nach oben schießen. Und wie beim letzten Video auch gezeigt, alles unter $2,53 ist für mich persönlich zu niedrig, ja, dass das hier B sein kann. Ja. Das ist für meine Regeln ein Fakt. B darf nicht die 786 berühren. Wenn wir 2,53 berühren, dann machen wir diese bärische Variante. Ja. Somit leider, ich kann kein Update machen. Es hat sich zum letzten Video nichts geändert. Das, was interessant ist GameStop. Auch hier. Fürs ganze Video, für die ganze Geschichte, für Preisziele und so weiter und so fort. Verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur ein paar Sachen an. Die Sache ist, auch GameStop tümpelt seit Ewigkeiten jetzt hier rum. Ja. Wir sind so knapp, ja, an meinem Preisziel dran. Ja. 17,79 war der tiefste Punkt. 17,57 ist mein Preisziel. Ja. Auch noch einmal, wie gesagt, wie bei Kors, kupft wie katscht. Also ganz ehrlich, ja, ob wir jetzt um 20 oder 30 Cent streiten, ist, glaube ich, irrelevant. Was GameStop allerdings jetzt vielleicht wirklich schon gemacht hat, ist, jetzt löschen wir das hier mal, ein kleines Higher Low. Ja, das hier ist ein kleines Higher Low. Ja, der Punkt hier ist höher als der Punkt hier. Und eigentlich wollen wir nichts anderes. Wir kommen heute noch zu den Warrants. Aber ich habe das auch im letzten Video gesagt, wann auch immer wir jetzt endlich hier unten fertig sind, wir haben eine bullische und eine bärische Variante für GameStop. Und meiner Meinung nach, beide Varianten sollten genau hier bouncen. Was meine ich damit? Die absolut bullische Variante ist, wir sind irgendwann jetzt hier endlich fertig. Ja? Morgen ist wieder Freitag, Montag auch wieder nächste Chance. Das sollten wir raufrennen. Und zwar ordentlich. Ja? Mein Preisziel für unseren nächsten Peak ist diese Range hier. Ja? Über 29, unter 37. Warum? Weil das hier unser A-Landmark ist. Zeige ich gleich. Das hier ist unser A-Landmark. Bin ich ja. So,
So, A-Landmark, hier. Dann machen wir einen letzten Pullback. Ja, ist auch ein Breakout-Retest oder wenn wir nicht aufs Breakout-Retest vertrauen wollen, entweder den 0.5 oder den 0,618 FIB. Ja. Und nachdem wir fertig sind mit dem Blödsinn, kann GameStop endlich squeezen. Diese Landmark hier, ja, haben wir die schon mal gemacht? Ja. Und diese Landmark ist genau entweder 2024, der 3. Mai bis zum 9. Mai, der hier, ja, oder 2021 war es die Sektion hier, wo wir keinen Pullback gemacht haben. Ja, also wo wir hier den 618 Pullback gefunden haben, warte nicht. Ja, aber also das soll mir wer zeigen. Ja, aber es wäre der gleiche Landmark. Das wäre die bullische Variante. Ja, und die sollte eigentlich relativ schnell passieren. Ja, also im besten Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt für Ende September, ja, kein Financial Advice, Calls für 21 oder 20 gekauft, muss ich nachschauen, aber auf jeden Fall den Gap Fill hier. Ja. Weil ich gehe nicht davon aus, und ich hoffe, dass ich nicht falsch liege, dass wir hinunterkneifen. Würde für mich keinen Sinn machen. Ja. Es würde für mich auch keinen Sinn machen, wenn wir ganz langsam, elendslangsam hier raufgehen. Ja. Macht für mich keinen Sinn. Komme ich auch gleich dazu, warum. Also es sollte schon ziemlich steil nach oben werden. Ja. Das ist die bullische Variante. Die bärische Variante. Mir fehlt mein T. Ja, wir haben hier keinen T. Wir haben noch nicht einmal das M hier beendet. Aber okay. Aber wir haben keinen T. Das bedeutet, weil wir kein T haben, ist unser Maximum-Level hier genau hier bei 23,24. Diese Trendline. Ja, das bedeutet, hier ist unser T. Und danach fallen wir runter auf 13,67. Weil das Ganze ist ein Higher Low und unser A ist genau hier. Habe ich ja auch schon öfters erklärt. Wenn wir das machen, dauert das 100%ig für mich, und ich sage das jetzt wirklich eindeutig, wenn wir das hier machen, dann dauert das bis frühestens Jänner. Ja, wenn nicht sogar länger. Wenn Synchronisation besteht zwischen AMC, Cause und GME, dann muss AMC noch sein neues Allzeitlow machen. Ja? Wenn keine Synchronisation besteht, scheiß drauf. Ja? Wenn keine Synchronisation besteht, dann schauen wir für GameStop, wenn wir jetzt endlich unser Reversal bekommen, kommen wir über diese Trendlinie, kommen wir über 13,40, 22,50. Ja? Nächstes Level ist 28,29. Und sollten wir unter 37,38 rejecten, dann wissen wir 100%ig, wo wir sind, meiner Meinung nach. Wenn wir hier rejecten bei 23, 24 $, wissen wir meiner Meinung nach auch 100%ig, wo wir sind, nämlich im T. Und dann ist es vielleicht wirklich eine gescheite Idee, Puts zu kaufen. Weil dann geht's runter. Ja. Einzige Bestätigung für beide sind Levels. Ja. Und die habe ich euch gerade gesagt. Aber es gibt jetzt hier noch ein großes Aber. Die Sache ist die, GameStop hat ja wie AMC sein Ape hatte, hat GameStop jetzt seine Warrants. Bevor wir ins Tracking reingehen. Erstens, mir ist es ich weiß, die laufen im Oktober aus. Und deswegen sagen viele, deswegen muss GameStop vor Oktober rennen. Okay. Wisst ihr, meiner Meinung nach, warum? Ist es so unmöglich, dass diese Warrants auf Null laufen? Oder ist es, sie müssen ja nicht einmal auf Null laufen. Er könnte sie ja, was ich gelesen habe, auch verlängern. So, das ist so eine Aussage, GameStop muss auf jeden Fall vor Oktober laufen wegen den Warrants. Für die Warrants haben wir zwei
verschiedene Varianten. Ja? Hier die bullische. Ja? In dem Fall seht ihr übrigens nur am täglichen Chart, weil wenn wir zum Beispiel am 24-stündigen Chart gehen, dann ist diese Kerze weg. Ja? Ich sag's nur. Am täglichen Chart haben wir eindeutig unser C. Das Lower High ist irgendwo in diesem Knife drin. Unser M. Und das hier muss unser T sein. Und in dem Fall, die sind ja heute gelaufen. Ja, sie sind heute, was sind sie heute gelaufen? 62%. Ich habe nichts gefunden, um das irgendwie zu rechtfertigen. Sie haben sich keine Mühe gegeben, dafür irgendwelche News zu schreiben. Und ganz ehrlich, unser kleines High-Low ist unten hier drin. Ja, das wird unser A hier sein. Das hier könnte jetzt schon locker unser B-Pullback gewesen sein. Ja, von was ich rede, muss ich zeigen. Hier. Übrigens wegen Higher Lows. Auch wegen Kurs, gell? Das war ein Wie. Hier ist unser Higher Low. Ja. Ihr seht das immer wieder. Das hier ist unser A. Das hier könnte für den bullischen Fall schon unser B sein. Mit dem Pullback. Ja, das könnte schon der Pullback gewesen sein. Bedeutet, für die bullische Variante muss das jetzt raufgehen. Es muss. Ja? Da gibt es kein Wenn und Aber. Ja? Wenn es muss hier drauf gehen und vor allem es muss hier ausbrechen. Ja? Die Warrants meiner Meinung nach müssen über 3,37 $. Im besten Fall bleiben sie bei 4,73 kurz stehen, machen einen Break-or-Retest und dann ab geht's. Ja? Das ist die bullische Variante. Und die hat heute fantastisch ausgeschaut. Das Einzige, was ich nicht mag und deswegen, ich versuche, wie ihr wisst, ja immer eine Alternative zu machen. Wir haben hier dieses M und wir haben dieses kleine T. Mag ich nicht, wisst ihr. Es besteht die Möglichkeit, dass das hier erst T ist. So leid es mir auch wirklich tut. Ja. In dem Fall kommt ein neues Low für die Warrants. Und dann ein Higher Low. Und dann. Ja. Im Prinzip, und das sage ich auch gleich, die Warrants, das heißt jetzt nicht, dass GameStop nicht sein Ding machen kann. Ja? Weil der Warrants-Chart läuft nicht mit GameStop, meiner Meinung nach. Nur, es ist halt unlogisch, wenn wir jetzt unseren 28, 29, 30, 35 Dollar Move bei GameStop bekommen, aber die Warrants nicht drauflaufen. Das wäre komisch. Ja? Weil die Warrants, weiß ich nicht, was sind sie? Es ist convertible bei 30 oder 35 Dollar. Deswegen, es würde keinen Sinn machen. Also ich sehe nicht GameStop nach oben rennen und die Warrants kneifen. Das spült's nicht. Ja? Deswegen, es spült's aber meiner Meinung nach auch nicht, wenn das hier T ist und die Warrants nach unten knallen, dass GameStop raufgeht. Also dann knallt GameStop auch nach unten. Ja, also in dem Fall, wenn wir den starken Move in GameStop sehen, dann sollten die Warrants auch nach unten. Für Levels. Für Levels würde ich sagen, unser Warrant Level. Jetzt genau. Wir dürfen die Warrants nicht unter 1,84 kriegen. Das ist die 786. Ja. Das bedeutet, wenn jetzt aus irgendeinem Grund die Warrants wieder um 22% fallen, dann war das hier für mich T. Ja. Wie immer. Kein finanzieller Ratschlag. Ihr könnt mich hassen. Ist alles in Ordnung. Ja. Ich kann auch falsch liegen. Ja. Aber wenn das hier unser kleines A ist und das hier unser kleines B ist, ja, wir dürfen nicht unter 786. Das ist ein No-Go. Gleichfalls muss ich dazu sagen, schaut das jetzt gerade fantastisch aus, weil wenn das hier unser A und das unser B-Peak ist, schaut's mal, wo wir gebounced sind derzeit. Genau auf der 0,5. Also wenn wir jetzt weiter raufgehen, dann ist das fantastisch. Sollten wir noch einmal runterkommen, ist 204 auch noch vollkommen in Ordnung. Ja? Das Einzige, was nicht in Ordnung ist, ist 1,85, meiner Meinung nach.
Aber das ist einer der Gründe, warum ich mich bereitschlagen habe lassen, ein paar YOLOs, oder es sind ja nicht wirklich YOLOs, weil es sind nahe vom Preis, meine Calls, aber sie sind kürzer, als ich es normalerweise mache. Auch da kein finanzieller Wert. Ähm, aber das ist interessant. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich damit habe, das ist interessant, weil es könnte das Zeichen für einen Ausbruch sein. Oder das T ist schon drin. Ja, das ist der Scheiß. Ja. Vor allem, weil wir so instant rauf und wieder instant runtergegangen sind. Und eine gemeine, eine gemeine kleine Tatsache noch, bevor wir endlich weitergehen. Ja. Ähm, Ich habe ja gesagt, GameStop sollte hier auf jeden Fall bouncen. Egal ob bearisch oder bullish. Und zumindest zu 24 laufen. Ja. Das Gemeine an der Geschichte hier ist, wenn das hier unser W ist, machen wir das mal schön groß. Das ist unser W, das ist unser H-Hallo, das ist unser A, das ist unser B. Brauchen wir eigentlich noch immer unser C? Ja? Also ich sehe schon die Möglichkeit, dass GameStop raufläuft auf 24, 25, deswegen werden die Warrants natürlich auch mitziehen. Und hier ist dann aber erst unser C. Ja, was dann unser T ist. Und dann knallen wir nach unten. Genauso wie GameStop. Deswegen von den Levels. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen erstens über diesen Trend drüber. Ja. Allerdings, wir haben halt nur 2 Touchpoints für diesen Trend. Ja. Wenn wir es jetzt ein bisschen weiter runtergeben, dann ist der Trend halt bei 3,17. Ja. Ihr wisst, was ich von Trendlines halte. Es ist immer so, wie es der Zeichner gerne hätte. Ja. Aber deswegen für die Levels, alles über 3,76 ist gut. Alles über 4,15 ist für mich eigentlich Bestätigung, dass wir fertig sind. Dass wir wirklich vor dem großen was auch immer stehen. Ja. Sollten wir hier runtergehen und unter 1,85, 1,83 gehen, jo, dann für mich persönlich, ja, das soll es mir nicht folgen, es soll euch selber das anschauen, ist es für 2026 zumindest vorbei. Okay, das waren die Memes, also die Hauptmemes. Jetzt springen wir schnell weiter und zwar nach DCT. Auch hier für die ganz große Geschichte, ja, verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video. Heute schauen wir uns an, was wir vor allem diese Woche gemacht haben. Ja. Und im großen Teil wird es langsam ein kritisch. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, das hier sollte für die bullische Variante unser letztes Higher Low sein. Ja. Danach schießen wir hinauf. Wohin? Meiner Meinung nach, kein finanzieller Advice, ist unser Ziel diese blaue Box und zwar zwischen 20 und 34 Dollar. Das ist unser T. Nachher geht es wieder runter zu einem neuen Allzeitlow, weil die GT noch nicht fertig ist. Aber das ist noch immer ein 300% Move. So. Wir haben jetzt ziemlich lange herumgetan mit diesem scheiß Higher Low. Und ich habe ja schon am 17. August, glaube ich, das Video gemacht. Technisch gesehen, ja, sind wir mit dem Higher Low hier fertig gewesen. Weil wir 1 Cent, war es 1 Cent? Ja, nicht einmal, fast 1 Cent, unter unserem V an der A waren, unter unserem A-Boden. Das technisch gesehen waren wir fertig. Ich habe hier damals nicht gekauft. Das sage ich auch gleich dazu, ja. Weil ich bin halt davon ausgegangen, dass wir ein gescheites Thema, ja. Bin auch davon ausgegangen, dass wir noch ein bisschen herunterkommen. Für die absolut bullische Variante wird das nicht mehr spielen. Ja, also zumindest nicht in näherer Zukunft. Ja. Unser No-Go-Level war ja, glaube ich, 59. Ja, also unser No-Go-Level war eigentlich schon 58, aber die absolute Bestätigung war 59. Weil das ist verdammt nochmal sehr hoch. Ja. Transparenz halber, ich habe hier gekauft und zwar genau hier. Ja. Allerdings nur eine kleine Position.
wirklich nur eine kleine Position. Ist jetzt wurscht, was klein für wen auch immer ist. Ähm, weil ich dem Scheiß noch immer nicht traue. Manchmal ist es ein Fluch. Manchmal ist es echt ein Fluch. Warum traue ich dem Ganzen nicht? Ähm, weil wenn wir uns die Folgen anschauen, dann war es immer ein schönes High Low. Auch hier. Ein schönes High, wobei das war keins, aber trotzdem, es war ein schönes. Das hier ist ein ziemlich abgehacktes High Low. Ja, das, zup. Aber technisch gesehen reicht's. Was bedeutet das? Ähm, ganz ehrlich, alles über 10,41 und meiner Meinung nach ist das Higher Low fertig. Und klarerweise absolute Bestätigung ist alles über 10,56. Und wie wir bei DGT wissen und sehen, ist, sobald das fertig ist, knallt das. Ja, also ich gehe hier nicht von einem langsamen Move aus. Warum habe ich dann nur eine kleine? Weil ich noch immer eine Alternative habe. Ja. Solange wir nicht über 10,41 gehen, habe ich noch immer eine Alternative. Und die Alternative wäre grauenhaft. Grauenhaft. Weil die Alternative ist, das ist N. Das ist die Alternative. Und das würde bedeuten, jetzt löschen wir ein bisschen da was. Ja, das würde bedeuten, dass das Scheißding hier erst M ist. Das bedeutet, wir gehen hier wieder runter, kommen noch einmal rauf für unser T und gehen dann noch mal tiefer. Es ist jetzt nicht einmal das Schlimme, dass wir das hier machen. Es ist das Schlimme, wie lange das dauern wird. Ja, weil ganz ehrlich, diese Price Action, ich glaube, dann können wir September schmeißen, wenn wir das machen. Vielleicht sogar Oktober. Ja, dann zumindest vielleicht könnte man, es bringt nicht einmal was, das runterzuspielen und das hinaufzuspielen. Deswegen grauenhaft. Ja, deswegen. Ja, deswegen nur eine kleine Position. Ja. Für Levels. Wie gesagt, meiner Meinung nach alles über 10,41 mega bullish. Und wenn man eine absolute Bestätigung haben will, alles über 10,56 und ich kann keine bärische Alternative mehr finden. Nach unten. Alles unter 9. Ja? Also alles unter diesem Punkt hier und das war M. Ja, mehr gibt es zu DGT nichts zu sagen. Ja. Sollte sich meiner Meinung nach auch eigentlich, vielleicht nicht morgen, ja, aber zumindest nächste Woche entscheiden. Außer, ja, wir machen den gleichen Chance wie AMC und gehen eine Woche nachts zur Seite. Ja. Nur ausschließen kann man es nicht, aber also ganz ehrlich. Ja, irgendwas sollte es schon mal. Aber es schaut gut aus. Schauen wir mal. Gut, nächstes Oklo. Wie auch, wenn euch die ganze Geschichte interessiert, schaut euch das große Roadmap-Video an, was ich ans Ende gepostet habe. Heute schauen wir uns an, was wir diese Woche gemacht haben. Und wie bei DGT warten wir auf das Beendigen vom Higher Low, ja, bevor wir dann zu unseren großen Preistag laufen können. Und Oklo hat mich verarscht. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings, es ist ein Unterschied zu DGT. Weil bei Oklo, ja, und das ist meine eigene Meinung, ja, deswegen, ich habe keine Position, ja. Wir hatten hier zwar einen verdammt guten Run, ja, immerhin 15% hinauf. Für mich persönlich, ja, ich habe ein paar Fragen, oh Scheiße, machen wir es jetzt nicht und so weiter und so fort. Hier muss ich ehrlich sagen, ich war nicht ein einziges Mal nervös, dass wir fertig sind. Warum? Weil im Gegensatz zu DGT haben wir nie auch nur mit einem kleinen Cent unseren A-Boden gebrochen. Für mich persönlich, und entweder ich liege hier absolut katastrophal falsch, ja, ist das nicht fertig. Es ist ein verdammt großes M.
Ja, nur wir sind hier hinaufgelaufen. Wir sind nicht einmal wirklich in die Nähe von unserem L gekommen, ja, und sind hier rejected. Und hier auch wieder, ja, diese Trendlinie ist einfach jetzt hier nur gezeichnet, ja, weil ich hätte sie auch so zeichnen können, ja. Dann war das ein Fake-Ausbruch, wir sind wieder drunter, sind wieder rauf, rejected, wieder runter. Wie gesagt, Trendlinien sind immer wie der Zeichner es will, ja. Aber das Wichtige ist, wir sind nicht über 48,16 Dollar gegangen. Hätten wir das gemacht, ja, fuck, dann hätten wir, was auch immer es ist, als das Higher Low wäre fertig gewesen. Ja. Haben wir aber nicht. Ja. Somit, die einzige Sache, was man hier noch herumhantieren kann, wir könnten noch sagen, dass das hier das kleine Higher Low ist. Ja. Normalerweise mag ich es nicht, aber geschenkt, dann wäre das hier unser M und das hier ist unser T. Im Großen und Ganzen ändert das nichts. Ja. Weil wir müssen noch immer unter 38. Ja. Das Einzige, was es ändert, ist, wir bräuchten, wenn das hier T ist, nur noch ein einziges Knife. Und man hat gesehen, es kann schnell gehen. Deswegen, ich werde den Fehler nicht nochmal machen wie bei DGT. Das sage ich jetzt auch gleich, ja, weil gute Chancen bestehen, dass ich den Einkauf wirklich verpasst habe. In dem Moment, wo Oklo unter 38,05 geht, kaufe ich. Ja, ganz einfach kaufen. Und in dem Moment, wo wir unter 36 fallen, verkaufe ich wieder. Ja, weil das ist die Linie, wo wir nicht drunter dürfen. Warum? Weil ich nicht den gleichen Scheißfehler machen will wie bei DGT. Wenn das jetzt nicht T ist und wenn wir jetzt nicht das hier machen, was könnten wir sonst machen? Ja, wenn wir es ganz normal sehen, ist das hier unser M, das hier unser Lower High. In dem Fall müssen wir als erstes runter unter 39, kommen dann wieder rauf für unser T, ja, und dann runter. Aber wie wir bei DGT gesehen haben, es könnte halt auch sowas sein. Ja. Nur, wie gesagt, wenn das hier schon unser T war, dann kann das hier schon das Micro-Higher Low sein und es geht ab. Deswegen, ich mache den Fehler nicht nochmal, ich kaufe hier. Wenn wir dann sowas machen, ja, okay. Ja, ist halt Pech. Ja, solange wir nicht unter 36 fallen, ist es scheißegal. Ja. Aber ja, schaut trotzdem super aus. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich gehe davon aus eigentlich, dass wir unser T noch nicht gemacht haben. Ja, weil Oklo macht seine Sachen eigentlich perfekt. Ja, da gibt es kein Rumgezicke. Aber müssen wir mal schauen. Wir sind allerdings nah dran. Ja, meiner Meinung nach kann es nicht mehr lange dauern. Kleines Update zu LGVN. So, und wir hatten unseren Reverse Split heute. TradingView hat es endlich aktualisiert, nachdem es den ganzen Tag herumgesponnen hat. Und es ist genau so passiert, klarerweise, wie es ist. Wir haben bei $7 geöffnet. Fürs bullische Tracking ist unser nächstes Ziel 70, ja, oder über 70, ja. Und ohne Forward Split gehe ich nicht davon aus, dass wir hier hinaufkommen. Aber, ja, der nächste Move, wenn bullish, ist noch immer 1321%. Ja. Heute Reverse Split. Und wir hatten noch kein Knife. Das ist was Positives. Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon letztes Mal erklärt. Nicht jeder Reverse Split ist automatisch scheiße. Ich meine, okay, für Leute, die durchhalten, ja, nicht so für Shareholders, für Aktienhalter ist es, wenn es bullish ist, eigentlich scheißegal, weil ihr verliert nichts, ja, euer Geld bleibt ja gleich, ja. Nur für Optionen, Holders ist ein Reverse Split scheiße, aber es gibt ja keine Optionen mehr. Deswegen, ich habe das ja auch als Beispiel genommen bei FFI, bei Beyond war es ein schlechter Reverse Split, weil es war halt ein bearishes Fractal und ein Reverse Split vernichtet es noch viel mehr.
Wenn wir bullish sind und wenn wir noch immer ans Bullische glauben, ja, oder auf die Levels zumindest dort, na, es ist ja keine Glaubenssache, dann macht dieser Reverse Split hier nichts. Ja. Und wenn wir uns das hier jetzt gerade anschauen, dann ist ja das hier noch immer unser Higher Low. Und wir haben hier ein kleines Higher Low. Und das ganze Ding hier wäre unser kleines A. Ja. Das würde bedeuten, wir sind hier zwischen der 618 und der 786 gebounced. Ja. Wenn man es auch genau nimmt, wenn man nicht einmal meine Methode nimmt, ja, dann kann man sich diese Trendlinie hier zeichnen. Ja. Die hat hier sogar einen Grund, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4 Touchpoints. Ja. Solange wir hier drüber bleiben, ist eigentlich alles supi. Ja. Und wenn man meine Methode nimmt, dann war das hier A. Ja. Das muss unser A-Pullback gewesen sein. Und das war hier unser kleines Higher Low. Es schaut noch immer super aus, dass wir jetzt nach oben marschieren sollten. Ja. Was allerdings auch klar ist, für die Levels hat sich nichts geändert. Das hier wäre noch okay, wenn wir 6,50 nach unten brechen, okay, dann ist das halt vielleicht noch ein großes Higher Low. Was ich ungern brechen würde, ist 5,70. Ja. Und klarerweise alles unter 4,75 läuft. Ja. Wenn wir das hier brechen, dann wird das der nächste Penny Stock, der stirbt. Meiner Meinung nach, der stirbt. Weil dann war das hier wahrscheinlich erst M und das wird T. Ja. Ihr kennt die Geschichte von Beyond, von FFI, GNS, FLNA. Ja. Aber, noch einmal, ich habe meine Position noch. Habe ja gesagt, ich werde durch den Reverse Split halten, weil schaut gut aus. Wir sehen jetzt dann hoffentlich einen Bounce. Aber noch schaut super aus. Ja. So, ein klitzekleiner letzter Hupfer in Nasdaq. So, ich gehe heute nicht durchs ganze Tracking durch, oder sollte ich das ganze Tracking durchgehen? Mach mal das ganze Tracking, damit die Leute das verstehen. Ich habe ja eine absolut bullische und eine absolut bearische Variante für Nasdaq. Und meiner Meinung nach würde ich sagen, wir sollten morgen, im besten Fall morgen oder am Montag eine Antwort darauf bekommen. Ja? Ob es jetzt bullisch oder bearisch ist. Was meine ich damit? Die Sache ist die einzige bullische Variante, die ich habe für die Nasdaq, weil es schaut grauenhaft aus, die einzige bullische Variante, die ich für die Nasdaq habe, ist die hier. Ja? Linke Seite einstündiger Chart, rechte Seite vierstündiger Chart, ja, spielt keine Rolle. Das ist von 3. Juni bis heute. Das hier ist vom 30. Oktober 2025 bis 13. April 2026. Und nur um das kurz durchzugehen, dieser Landmark ist 1:1 derzeit dieser Landmark. Vorsicht, ja, das Fractal ist normalerweise genau das. Es wiederholt sich. Ja. Es heißt aber nicht, nur weil diese Sektion 1:1 zu der Sektion ist, dass das 1:1 weitergeht. Ja. Das ist es nämlich meistens nicht und deswegen verlieren die meisten Leute, die nur Bars-Pattern nehmen. Ja. Derzeit schaut es aber gut aus. Und in dem Fall müssen wir hier auf den 24-stündigen Chart gehen. Hier. Und was ihr hier seht, ist genau das. Wir haben unser voriges Peak, laufen runter zu unserem kleinen M, laufen runter zu unserem kleinen M, fallen runter zum V, fallen runter zum V, machen hier, ich sollte hier vielleicht ein bisschen runtergehen. So, machen hier diese Scheiße hier, machen hier diese Scheiße hier, knallen nach oben, und dann machen wir das hier.
Und ganz ehrlich, das waren die schlimmsten 2 Wochen seit langem, weil diese Price Action hier war katastrophal. Ja? Ich meine, okay, das ist noch wurscht, das war ein schöner Put, aber das hier, diese Sektion hier, schaut nicht einmal so schlecht aus von hier, ja? Aber das Schlimme an der Sache war, Markt öffnet, in den letzten 2 Wochen, Markt kneift. In den ersten 5 Minuten, den Rest des Tages passiert nichts mehr. Und das haben wir jetzt 2 Wochen durchgezogen. Ja? Deswegen grauenhaft. Ja? Man hat es gut spielen können, ja? Allerdings war es halt immer YOLO. Okay, ich kaufe Putz am Marktöffnung und schließe nach 5 Minuten und alle. Ja? Aber preistechnisch war es eine Katastrophe. Ähm, also bewegungsmäßig. Aber das schaut hier noch immer fantastisch aus. Ja? Und ich meine diese Pfeile 1:1 derzeit. Und in dem Fall sind wir jetzt gerade hier. Ja? Irgendwo zwischen dem 12. April und dem 13. April. Und hier entscheidet sich's meiner Meinung nach jetzt. Wenn das noch immer 1:1 ist, wir haben morgen diese Jackson-Hohlrede oder was auch immer, ja, ähm, für diese Version haben wir keinen Platz für Downside. Also für nach unten. Haben wir nicht mehr. Ja. Wenn wir das hier machen, dann kommen wir gleich dazu, dann ist vorbei. Also zumindest für September vorbei. Ja. Wenn nicht, dann im besten Fall ab morgen knallt's nach oben. Ja. Und was meine ich mit knallt nach oben? Ja, ich meine, das hier, es knallt nach oben. Ja. Und man hat das so wunderschön bei den Nvidia Earnings gesehen, wisst ihr? Ja? Alle, nein, jedes Mal, wenn Nvidia Earnings hat, dann schießt Earnings nach oben und in den After Hours knallt es nach unten. Ich gehe auf jeden Fall put. Ich weiß, könnte man Algo sein, ja, aber so viele Leute wie gestern den Arsch aufgerissen bekommen haben, weil sie in den letzten 5 Mal war oder letzten 6, 8 Mal war Nvidia immer bearish. Die haben gestern den Arsch aufgerissen bekommen. Und ich sehe dasselbe derzeit bei der Nasdaq. Ich weiß nicht, wie viele Leute posten, dass Milliarden an Puts gekauft wurden, ja, und dass der Markt absolut bearish. Was ich verstehe, kommen gleich dazu. Aber ganz ehrlich, das ist das perfekte Setup selbst für mich. Selbst das würde ich einen Short Squeeze nennen. Wenn dieses Ding jetzt plötzlich zuckt, und ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach schon der Zucker, ja, dann haben wir einen Short Squeeze. Wenn dieses Ding meiner Meinung nach diese Gap hier füllt bei 7,29 und über 7,35 geht, haben wir einen Short Squeeze. Ja. Wie wird dieser Short Squeeze ausschauen? Und übrigens, dasselbe gilt fürs Buy auch. Ja. Wie würde dieser Short Squeeze ausschauen? Dieser Short Squeeze würde, nein, wo bin ich jetzt gerade? Ja, stimmt schon. Ja, der würde so ausschauen. Ich meine, jetzt nicht vom Level her. Ja, Level ist keine Ahnung, wie hoch. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir wären jetzt gerade hier. Und das ist das, was wir uns angucken. Vor allem sei auch dazu gesagt, SPY hat ja schon seine Allzeit hoch gemacht. Ich meine, das wird natürlich auch weiter raufgehen. Ja. Aber Nasdaq leckt noch immer hinterher. Damit Nasdaq auf das Level kommt, wo SPY schon war, ist mein Ziel noch immer 77, 67. Ja? Und das eigentlich in ziemlich gerader Linie nach oben. Ja? Wäre cool. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Calls, um das auch klarzustellen, ja, für 750 und 760 2 Wochen nach draußen. Ja? Weil das schaut fantastisch aus. Jetzt die Warnung. Weil
Es gibt einen Grund, warum warum so viele Milliarden und Puts da sind. Und der Grund ist das. Das ist der Grund dafür. Ja? Ähm, die Sache ist, es wäre irrsinnig möglich, dass wir hier raufgehen, irgendwo hier die Gap füllen bei 7,29, vielleicht gehen wir auch zu 7,33 hoch. Ja? Und das war's. Wenn wir unter dieser Trendlinie hier rejecten, also alles unter 7,36, ja, oder sogar dann alles unter 7,35, ja, weil dieses M sollten wir hier nicht brechen, dann geht's runter. Und dann war das hier ein M. Und ich habe das ja in den letzten Videos schon gesagt, dieses M ist erst fertig, wenn wir unter 6,65 für die Nasdaq gehen. Und wir werden wahrscheinlich sogar tiefer gehen. Der nächste Bounce, wenn wir das machen, wäre 6,35. Dann wieder rauf für unser T und dann noch tiefer. Das ist eine Market Correction. Also wenn wir das machen, reden wir für die Nasdaq 12%. Und zwar relativ zügig. Ja? Ihr seht das hier, das M, ja, das ist relativ zügig. Ja? Was auch immer die News dafür sein. Ja? Aber, wie gesagt, ich könnte mich irren. Ich habe Geld drauf gesetzt, dass ich mich nicht irre. Ja? Und nicht wenig. Ich setze auf ein Blow-off-Top. Und dann ist wieder jeder überrascht und alle sind manipuliert oder was auch immer. Ja. Aber wie gesagt, also für diese bullische Variante, ich meine, okay, warum auch immer haben wir vielleicht einen Seitwärtstag morgen oder vielleicht haben wir, wie viel ist denn das? Vielleicht hätten wir morgen einen einprozentigen Negativtag, wäre vielleicht auch noch drin, ja. Aber was ich ungern sehe, ist irgendwas unter 7,12 und alles unter 7,7 wäre schon extrem bärisch und bei 702 kaufe ich Putz. Und zwar ordentlich. Ja, weil das geht nicht. Also hier im Pullback, nein. Im besten Fall fängt morgen die Bull Rally wieder an. Ja. Schauen wir mal. Okay. Verdammte Scheiße, war kein kurzes Video. Okay. Wie immer, Tutorial hier, Playlist hier, das große Roadmap wieder mit allen unseren Aktien drin, da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und schauen wir, was für ein Zeitalter morgen aufgeht. Wir sehen uns.